Hallo, 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 hallo. Heute erzähle ich euch mal eine Geschichte, da sagt ihr nichts mehr. Ihr wisst ja selber, ich bin Fan von den geilen Motorrädern mit 200 PS. Aber was ich mit diesem Motorrad, mit der Royal Enfield Himalayan erlebt habe, das ist der Höhepunkt. Ich erzähle euch mal in Einzelnen, was Sache ist. Ich fahre so gemütlich meines Weges Richtung Biggetalsperre und gucke mir so links und rechts auf den Wiesen die Kühe an, die Pferde. Da sehe ich auf einmal so einen schmalen Weg und oben am Himmel, am Horizont, so ein kleiner Bauernhof. Mensch, denke ich, KP, da fahre ich jetzt mal mit der Himalayan hoch. Himalayan. Okay, bin ich hochgefahren da. Bin ich von der Straße ab, bin da hochgehämmert. Im Stehen natürlich, so wie ich euch das jetzt vormache. Das kann man nur so fahren, wenn da so ein holpriger Weg ist, dass man sich auf das Motorrad stellt, so, und dann im Stehen durch diesen holprigen Weg herhämmert. Der Typ da oben auf seinem Bauernhof, der saß an so einem Tisch, der dachte, ihn trifft der Schlag, wie plötzlich ein stehender Motorradfahrer mit so einem brachial schwachen Enduro den Berg hochschoss. Ich habe sonst Spaß gehabt, da sagt der Typ, wo kommst du denn her? Ich sag, kann ich dir sagen, mein Freund, ich habe deinen Hof gesehen hier oben und ich fahre immer mit meiner Rennmaschine und meinen Supersportlern hier so vorbei, da sehe ich mal gar nichts mehr, außer wenn ein Radarwagen mich ambelt, so mein Lappen ist weg. Ich denke, jetzt fährst mal nach da oben hoch und guckst den Bauernhof an. Da sitzt der Typ da an dem Tisch und trinkt ganz genüsslich einen Tässchen Kaffee. Hey, sagt er zu mir, dich kenne ich doch. Woher kennst du mich denn? Du bist doch der Brune aus Lüdenscheid. Ja, klar. Du, was macht denn eigentlich dein Vater? Mit dem war ich in der Schule. Ich sag, wie? Mit wem warst du in der Schule? Ja, da war früher so ein wilder Motorradfahrer. Ich sag, kann ich dir sagen, wo der ist? Der steht jetzt gerade vor dir. Der Typ, der saß an seinem Tisch und sagt, setz dich dahin, trink Kaffee. Dann habe ich eine Stunde mit dem da oben rumgesessen und habe uralte Geschichten erzählt. Da musste ich ihm erst mal beibringen, dass mein Alter sich vor, weiß wie viele Jahre sich kaputt gesoffen hat, dass ich das bin. Da lag er lang an der Erde, der Typ, sagt er, was ist das denn für ein Motorrad? Das ist eine Entwicklung, die wird in Indien gebaut und in England wird sie auch so ein bisschen mit mehreren Forschern zusammen in einer Halle entwickelt. So, entwickelt, ja. Ja, du fährst doch dort manchmal so wilde Motorräder, wie kommst du denn da drauf? Ich sag, kann ich dir sagen. Ich will mal einmal wieder hören, wie mein Herz tickert, wenn ich so langsam fahre. Es hat riesen Spaß gemacht, wie gesagt. Ich bin auch gar nicht mehr zu dem Motorradtreff gefahren und habe gedacht, naja, lass das mal sein. Und dann bin ich ja schön gemütlich bei dem Sitzen geblieben. Dann haben wir nur noch über dieses Motorrad gelabert. Denn ich war ja schon so von Adrenalin, wenig Adrenalin in meinem Körper. Da habe ich gedacht, jetzt fährst du nicht den Feldweg runter, jetzt fährst du oben durch den Wald. Da war da so ein alter Wald, da bin ich da durchgefahren. Ja, was passiert natürlich? Steht da so ein Förster an der Ecke. Stopp! Hier fährt kein Motorrad her. Ich mache meinen Helm hoch. Da sagt er, du bist doch der Brune! Da kannte mich der auch, da hat er mich einfach laufen lassen. Das habe ich alles mit dem Motorrad an einem Morgen erlebt. So, da bin ich da wieder ein bisschen rumgetuckert, dann bin ich irgendwann an der Biege angekommen. Ja, dann kam ich da angefahren. Na Brune, was hast du denn da für einen Hobel unter deinem Arsch? Ich sage, ein geiler Stuhl. Richtig Power. Autobahn 135 und dann habe ich meine Ruhe. Aber man muss sagen, das Erlebnis mit dem Moped, was ich alle erlebe, da schreibe ich jetzt ein Buch drüber. Das werde ich dann irgendwann veröffentlichen. Dass ich auf so einen schlappen Stuhl, wie gesagt, war sie alle sagen schlapp, aber in den Kurven haben sie alt ausgesehen, muss ich sagen. Das Ding in den Kurven, Fuß auf die Erde, Attacke, das war mal richtig geil.
Also nochmal, Jungs, das war der geilste Sonntagmorgen seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren war das der geilste Sonntagmorgen. Erstmal den Bauern, zweitens mal den Waldförster und drittens mal die Himalaya. Das war ja wohl 3 Punkte zusammen, die absolute Hammer waren. So, Biker, jetzt wisst ihr Bescheid. Bikerinnen natürlich auch. Ich erwähne euch mit. Okay, kommt mal uns hier hin und dann könnt ihr das Erlebnis auch haben. Ihr könnt ja damit fahren. Kein Problem. Also, vorbeikommen. KP ist immer für euch da, ist das klar? Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Ciao.